Es liegt in unserer DNA, die Zukunft zu gestalten. Mit Tebis Next 40 blicken wir ins Jahr 2065 und entwickeln ein Raumschiff, das die Zukunft der Fertigung verkörpert. Dabei nehmen wir Sie mit und zeigen die wichtigsten Meilensteine auf dem Weg, von der Idee bis zum fertigen Exponat. Mein Name ist Jan, ich habe den Design Contest, den Tebis zusammen mit der Hochschule Pforzheim organisiert hat, gewonnen. Also der übliche Designprozess ist, dass man anfängt mit seiner Inspiration. Die Inspiration ist auch eigentlich das Wichtigste in einem Designprozess, weil man eben anfängt, sich an irgendwas zu inspirieren, sei es irgendein Vorbild aus der Natur oder eben schon etwas Existierendes. Als komplette Shape habe ich mich von einer Haiflosse inspirieren lassen. In der Seitenansicht sieht man auch beiden Flossen eben in den unterschiedlichen Größen, wo mir auch wichtig war, dass die Flügel nicht proportional gleich sind, also die Größe des unteren und des oberen Flügels, sondern eben eine unterschiedliche Proportion darzustellen, so wie eben eine Haiflosse auch. Hauptmerkmal von meinem Design ist die Twisted Shape, die sich auf beiden Flügeln an der Vorderseite befindet. Und bei welcher Aufgabe hast du besonders viel Feingefühl gebraucht? Das war vor allem bei mir das Spiegeln in dem Clay-Prozess. Es ist gar nicht so einfach, das vertikale Objekt zu spiegeln, weil man keinen Anhaltspunkt hat. Also ich musste mir im Raum tatsächlich ein Lot hängen und habe darüber dann meine zwei Seiten gespiegelt, während ich an dem Clay-Modell gearbeitet habe. Nach dem Scan liegt der Siegerentwurf als STL-Datei bereit und wird über Schnittstelle in Tebis hochgeladen. Die Herausforderung? Aus dem Netzmodell ein präzises Flächenmodell zu erzeugen, das die charakteristischen Formen und scharfen Kanten originalgetreu abbildet. Auf diesem Netz werden als erstes Kurven erzeugt, die die Flächengröße, die Dimension der Fläche einfach mal darstellen sollen. Und innerhalb von diesen Kurven werden nachher mit Flächenfunktionen die eigentlichen Flächen reingelegt. Da sehen wir sie schon mal ganz deutlich, die Haiflosse im Profil. Diese Flächen haben aber noch eine leicht wellige Struktur, die vom Netz herrührt, mit einer Funktion Flächenmodellierung können wir diese Netze verfeinern, so einen homogeneren Verlauf der Fläche mitgeben. So haben wir jetzt unsere ersten Flächen auf dem Netz erzeugt. Die Flächenrückführung in Tebis ist so aufgebaut, dass es eine konstruktive Flächenrückführung ist. Das heißt, die Bereiche von diesem Modell, von dieser Oberfläche, sollen nach Möglichkeit in großen und klaren Flächen dargestellt werden. Was war denn deine Aufgabe, nachdem du die Flächen rückgeführt hattest? Auf Basis dieser Flächenrückführung die eigentliche Konstruktion abzuleiten. Das kann man ja nicht alles auf einmal fräsen, also so müssen wir das in verschiedene Einzelteile zerlegen, die ganzen Führungen, die Verschraubungen, die Verbindungen wieder zueinander herzustellen, damit es im zusammengebauten Zustand wieder als komplette saubere Einheit dasteht. Als erstes wurde hier die Kanzel mal abgeleitet in dem Sinne. Es wurden die Flügel abgeleitet und die Kanzel hat eine Öffnung oben, die wird auch wieder zugemacht. Das sind jetzt einfach mal Einzelteile und wenn wir mal so die Kanzel und die Abdeckung mal anschauen, dann sehen wir hier, da gibt es einfach auch Elemente, wo die Teile miteinander verbunden werden. Die ganzen Verschraubungen zueinander müssen geplant sein. Hier im unteren Bereich der Flügel. Auch das muss alles relativ einfach nachher von denen, die das Exponat aufbauen, relativ einfach montierbar sein. Da muss man halt einfach ein bisschen darauf achten, dass man an die entsprechenden Schrauben und an alles gut hinkommt. Nach der Kanzel werden im Endeffekt dann die Flügel, die einfach die Gegenstücke auch haben zu den ganzen Führungen, die werden dann einfach montiert und entsprechend mit Schrauben verbunden. Das Modell ist hier jetzt auf dem Bildschirm mal durchsichtig dargestellt, damit man einfach auch ein bisschen das Innenleben, das Material, wo herausgeholt wurde, auch dargestellt wird. Und dann
Dasselbe natürlich auch mit den unteren Flügeln. Und so sieht keiner, wie das Teil im Endeffekt innen aussieht und wie das montiert wurde. Man sieht keine Schrauben, nichts, alles ist für sich geschlossen. Wo liegen denn jetzt die konstruktiven Herausforderungen bei unserem Tebis Next 40 Raumschiff? Gerade in diesem Teil sind natürlich die auffälligen, dominanten Charakterlinien. Die Kanten dürfen nicht flattern oder sonst was, sondern die müssen wirklich einen Zug haben, um dieser Flächengestaltung auch wirklich wieder gerecht zu werden. Das war sicher eine der größeren Herausforderungen, hat auch dann gewisse Zeit gebraucht. Das ist nachher auch natürlich beim Fräsen auch noch eine Herausforderung für den Kollegen, aber der wird dieser Herausforderung sicherlich auch Herr werden. Für die Fertigung stehen uns dann gleich 4 unserer Kooperationspartner zur Seite. Die FCS System mit ihren Nullpunktspannsystemen, Ingersoll mit den Werkzeugen zum Bohren, Fräsen und Drehen und dann die Bearbeitungsmaschinen von Okuma Europe und DMG Mori Seebach. Der Clou hierbei ist die perfekte digitale Abbildung der Komponenten unserer Kooperationspartner in der Tebis CAD/CAM-Umgebung. Wir sprechen hier von einem sogenannten digitalen Zwilling, durch den eine sichere und präzise Fertigung möglich wird. Viele Prozesse sind bereits vorbereitet. Doch wie werden Termine, Ressourcen und Aufgaben zusammengeführt? Das erfahren Sie im nächsten Video.